Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fate Extra. Ich bin es, euer MC Muffix. Wir sind nun immer noch in Runde Nummer 5 und Tag Nummer 4 bricht nun jetzt an. Ihr seht, wir sind jetzt inzwischen auf Level 30. Der Max hat nochmal gute 3 Level mit Saber Gold und wir sind inzwischen bei 24 Spielstunden. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ja Leute, was ist beim letzten Mal geschehen? Wir versuchen immer noch hier etwas über Julius hier Servant rauszufinden, wo ich immer noch stark davon ausgehe, dass es ein Assassin ist. Er ist immer noch unsichtbar und hat uns beim letzten Mal wieder lustig munter herausgefordert und gesagt, dass wir 3 Runden gegen ihn überleben müssen, ne? Und wir haben es auch irgendwie geschafft, einfach spammen. Skill spammen, Mann. Das ist unsere Taktik bei dem, Mann. Nicht kämpfen, einfach unser Skill spammen. Hey, merke ich mir schon mal für den Bossfight. Einfach nur, damit er nicht angreifen kann. Wir wissen im Endeffekt immer noch ziemlich wenig über ihn, außer dass er sich unsichtbar machen kann und dass er irgendwie so Feng Shui-mäßige Kräfte hat und ziemlich eigentlich erpicht darauf ist, einen guten Kampf zu haben. Aber was wir nun als nächstes machen, das ist eine gute Frage. Rin, ich brauche deine Hilfe. An invisible servant. Damn black must servant cloaked his form, but with this servant it's fundamentally different. I also got the sense from my fight with Julius that I'm by far the inferior master. Even with Saber's recovered, just landing an attack yesterday was a core and a half. I have to find a way to penetrate that invisibility, or this won't even be a fight. Der zweite Cypher-Key, oder? Ja, genau, dachte ich mir. Okay, nicht so spannend, nicht so spannend. Yikes, the terminal buzzes with the Cypher-Key generation notice. Can I crack the invisibility before time runs out? Being able to see my opponent is a pretty basic requirement, I think. I still make it to top priority. Maybe Rin can help me develop my strategy. Ich sag's doch, Leute, wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, laufen wir zu Rin, weinen erstmal und dann hilft sie uns. Hoffe ich mal. So, vielleicht hilft uns auch Leo, was ich jetzt mal stark bezweifle. Und was haben wir für so Tipps in der Bibliothek? Mich wundert eigentlich, dass wir bis jetzt, weil Julius ist ja auch ein Mitglied der Haraway-Familie. Der haben wir erfahren, der adoptierte Bruder. Und mich wundert ehrlich gesagt, dass wir bis jetzt noch nichts in den Büchern über die Haraway-Familie hier lesen konnten. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich doof. Wir machen jetzt kurz mal hier unsere Alteration of Soul. B, genau, B will ich. Alter, und jetzt. So, schaut euch das an. Alles in Stärke, Mann. 126 Schaden, Mann. Ich muss zwar eigentlich auch ein bisschen auf meine Defense achten, aber scheiße drauf, oder? Na, warte mal, ich will nur mal schauen. Na, da haben wir immer noch ein B dann. Dann machen wir so, das auf 80. So. Genau. Das passt. Wir müssen halt auch ein bisschen unsere Defense mal nach oben hauen. Brauchen wir definitiv. Und eine neue Fähigkeit, das ist auch immer cool mit Saber hier. Ranking has increased. Fount of Chronos. Hört sich nett an. So, das passt dann auch erstmal. Und dann machen wir weiter. Ich müsste jetzt unbedingt mal hier lang gehen und mir mal Items kaufen. Ich habe nämlich, als ich hier gelevelt habe, eigentlich fast alle meine Heil-Items rausgehauen. Das ist gar nicht cool, Mann. Ether Crystal. 3000. Habe ich alle meine Ether-Kristalle rausgehauen? Oh, das kann ja gar nicht sein, Mann. Oh, doch, es stimmt sogar. Scheiße. Das ist natürlich nicht gut, Mann. Ja. Was du aus der Signal finden? Weil das bringt uns schon fast nichts mehr, Mann. Das halten mir so 500, Mann. Was ist ja das Maximum, was ich kaufen kann? 71. 20. So. Weil das ist wirklich ein Item, was wir brauchen. Ich meine, wenn wir uns nicht hochhalten können, Mann, dann kann der Maxi nicht leveln und dann wird er fertig gemacht von den Gegnern. So. Jetzt ignorieren wir das aber erstmal alles und gehen wieder zu Tiger. Oh, Tiger kann man auch kurz hingehen. You found the antique coin. I knew I could count on you. Ja, und was willst du nun? Be sure to return this, its rightful owner. Oh, and by the way, your wonderful teacher has another favor to ask. Care to listen? Bring it on. Huh. You don't sound all that enthusiastic, but whatever. This time the arena contains a few delicious I have yet to try. The first being lobster. I never had a lobster before. Get one for me, and you will find yourself well rewarded. Don't forget that I want no. I need a lobster. Bring one to me during the 5th round, okay? Ein Lobster. Okay, immerhin haben wir ein bisschen mehr Tagezeit. Sonst hat sie mir gesagt, muss morgen sein, weil sonst es gelöscht wird. Rin? Achso, Rin. Kann sein, dass sie wieder auf dem Dach ist. Stimmt ja. Ihr geht's ja halbwegs wieder gut. So.
Rin hat sich erholt, Saber hat sich erholt, so stelle ich mir das vor. Oh, Maxi. So, how are the things going? I guess my servant is getting enough magic for now, so no problem there. However, my real concern is that Saber's sword failed to even touch Julia's servant. Oh god, what now? Seriously, what's with the miserable look on your face? I guess my fears immediately appear, something which annoys Rin even more than usual. Your point being, did you lose your spine somewhere in the arena or something? Despite her abuse, she listens intensely as I describe my enemy's ability to become invisible. At the very least, not being able to see him will make it impossible for my servant to attack him. I can see why you look so dejected. Fighting an enemy you can't see would be impossible. Even Lancer and I would have had seriously problem to time fighting an invisible opponent. There might be a few ways he can be hiding, such as camouflage or by means of a spell. Another thing is that being a legendary soul, they may have a number of unknown abilities. And I can't do anything until I find out exactly what my enemy is doing and how they're doing it. So, for now we should concentrate on finding out how he managed to conceal his presence. Rin suddenly comes out of her completely study and regards me with a serious look. Her look couldn't be caused by thoughts of Julius. I can see pity and puzzlement in her eyes. Is she thinking about me? Did something happen? As I start to ask her what just happened, she takes a deep breath and looks straight at me. Actually, I do know something. Something about you anyway. I wasn't sure if I should share this with you or not, but I figure you have a right to know. There's no easy way to put this, so I won't bother trying. I try to find a link to your body. There isn't one. There's nothing on the other end of your link to this place. You can't remember anything because there's nothing for you to remember. For once I understood what her words meant the instant she spoke them. At first I thought your connection was just severed, but I turned out to be wrong. Prior to the start of the Holy Grail War, not a single log regarding your activities exists. The reason I can't find a link is because you have no body to link to. You aren't human. I see. Now it's come to my mind. Honestly, I'm not too surprised. I suspected as much already. Right now, I just appreciate the fact that this girl took the time to help me find the truth. It's said that the NPCs here are recreated using records of those who have lived in the past. My theory is that you are one of these NPCs who somehow gained their powers associated with masters. Some thinks that if you die in reality, your soul remains behind and you become a cyber ghost. That's why I thought you were an NPC at first. You didn't seem real the way most masters do. While I'm not in sullen understanding, I steel myself to ask the obvious question. Why? Regardless of what I am, I had a feeling this moment of revelation would come. I know now why my memories won't return. At least, I finally met you. Now makes sense to me. This body, this mind, is not human. I'm just a remnant of a real life, a packet of data, a collection of ones and zeros. Exactly. Sorry to be the bearer of bad tidings, but there is nowhere for you to return to. Even if you win the Holy Grail and receive a wish, you'll still be stuck in the Seraph. Unfortunately for you, the words "get out" have absolutely no meaning for you. If you're fighting for survival, you can stop now. After all, you're already dead. I know it's harsh, but better to know the truth now rather than suffer for it later. I hope you agree. That's why I needed to tell you this now. So knowing what you know, do you still have a reason to keep going to win the Holy Grail?
I will end the Holy Grail War. I think I finally understand my purpose now. I know now that this is only a life I will ever have. I don't want this world to be a place where the only way to continue to live is to kill. If I win, the Holy Grail War will end with it. I'm the one who drove Shinji to death, Dan, Elise, and the clown too. That Holy Grail War system did not allow for our coexistence. Therefore, yes, in that case, if it's the system who takes away lives, I should just change the system itself with the power of the Holy Grail. I see. I personally don't agree. The risk is consummate with the reward after all. Whether the system is good or bad is a matter of opinion. It is a compelling reason to go on. Looks at me when I speak to you, Master. Why are you so worried about such a thing? Saber suddenly appeared, but even as she chatters me, I can hear a note of concern in her voice. Look at my circumstances. I am from a time so far in the past that only myths and lies remain. Why am I here now? I live because I do. That I exist is all that matters. Yes, I exist. Therefore I am. If that is enough for me, shouldn't it be enough for you? In the end, life is nothing more than memories. Even those who live are defined by their experience. Not just me, but all things will one day disappear. But does that make any life pointless? The whole of history is written in the stars, and one day we will be all as one beyond the sky. The star that controls all of this. It uses the living to dream of what it can never be. She's really trying to comfort me. At last, at least. I think she is. Isn't she? I have no idea how to respond, so I try to flash her a winning smile and hope that it doesn't come across as a sadomasochistic smirk. What was it? Was it my imagination, or did Rin's normally halfway expression slip there for a second? It was nothing. It's just you actually looked determined for once. It caught me off guard. Anyway, have you decided what you want to do? Even if a miracle occurred and you won, you might not even receive a promised reward. Knowing all this, you're still willing to take on Julius? You're ready to fight to the end? Of course. While I still have lingering doubts, this is one thing that I state with absolute confidence. So? I see. Yeah. I guess that's the way things have to be. I'm glad you choose how you did. If you had given up after all of this, I would have killed myself. Alright. Enough about the past. From now on, we need to focus on the future. I nod in agreement and silently thank Rin for the concern and her support. I'm sure she wanted to say that running was okay, that there is no reason to continue fighting, but giving up would be wrong. Now I must win the Holy Grail War in order to shape the future. Okay, our first order of business should be to make a primitive strike against your enemy. A primitive strike? What does she intend to do? First off, we need to do something about your opponent's invisibility, right? To solve your most pressing problem, I will make 3 traps for you and set in the arena. One will react as a to talismans, one will react to optometry, and one will react to your enemy's chi. Whether they're using a spell, item or whatever, we have to find a way to counterattack it. Got it. And of course I agree with that you've suggested. Once I know you're in the arena, I'll pass along to you more detailed instructions. Okay, we have a plan now. All I have to do is place the traps without Julius noticing. Okay Leute, eine traurige Wahrheit. Wir müssen ja sagen, die gute Rani hat uns das ja schon vor einiger Zeit so gesagt, und unglücklicherweise hatte sie damit recht. In Wahrheit sind wir nur sind wir gar kein Mensch. Also wir waren vielleicht mal ein Mensch, aber
Nun sind wir nur noch ein Überbleibsel aus Daten und keiner menschlichen Seele, die dort dahinter steckt. Genauso wie die blöde Rani, Mann. Rani, ich mag dich nicht, du bist voll böse, Mann. Du hast dich versucht, in die Luft zu sprengen, das nehme ich dir immer noch verdammt übel, Mann. Aber nichtsdestotrotz, wir haben einen Grund zu kämpfen, Mann. Sei es, um zu überleben, sei es, um Julius zu stoppen, sei es, um ihm die Hero Race zu stoppen und hier Rin damit zu helfen irgendwie. Oder sei es einfach, um möglicherweise es doch zu schaffen, den Krieg um den Heiligen Gral zu beenden. Ich weiß es nicht, aber eins ist sicher, wir werden kämpfen. Alles anders würde, weil wenn wir irgendwas anderes machen würden, würde uns Saber sofort wahrscheinlich hier köpfen. Also haben wir eh keine Wahl. ついに世と同格の無駄遣いっぷりに至ったか。我が総仮に世とそなたが婚姻した場合、この国は滅びるであろう。というか、これでまた一つ世とそなたの絆が増えたな。そなたを見習って世もスキルの消費魔力を増やしてみよう。何、その分威力は増す。そなたは気にせず懲りずにガンガンアイテムを世に貢ぐがよい。 Artillery applause changed into thunderous applause. Okay. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich finde das jetzt einfach mal nett. Allein schon, dass Saber uns hier sowas Positives sagt, Mann. Dass wir gut kämpfen. Ja, das ist ja so eine Ehre, Mann. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon wieder fertig. Mit denen haben wir geredet und alle anderen sind eh tot, mit denen wir reden können, ne? Dann würde ich sagen, speichern wir nochmal kurz und dann heißt das wieder in die Arena kommen. Wir sind jetzt Level 30, Level 28 war das gewünschte Level hier für die Arena. Also denke ich, sind wir eh schon überpowered, Mann. Ist immer mein Plan, Mann. Immer 2 Level stärker als das geforderte von der Arena. So, den ersten Zeitverkehr haben wir. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns noch den zweiten, oder? Guter Plan, toller Plan, super Plan. So, schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob wir heute mal einen Tag erleben, ohne dass uns Julius hier mal wieder ärgert. Oh. Wieder so seemäßig. Bis jetzt hatten wir immer schlechte Erfahrungen, wenn die Arena so ozeanmäßig war. Aber das ist mir jetzt auch wurscht. So, wir laufen einfach ganz entspannt rein. Hoffen, dass da nur dieselben Gegner kommen wie vorher. So, you finally made your way into the arena. Okay, now here's what I need you to do. First, here's a map of the arena's second floor. I predict that Julius and company will follow this path. Okay, also an den 3 Punkten müssen wir unsere Fallen setzen. You will be setting traps in 3 different locations along this path I mentioned. Each trap tests for a different thing, so they can't be set together in one place. We'll choose the best areas to place the traps as you walk through the arena. Alright, so get to it, okay? So you already hacked in the arena and mapped its layout. Her attention to detail is truly astonishing. I should take my time and be careful, so that all of her assistance doesn't go to waste. Okay, aber uns konnte sie jetzt hier nicht den Hack der Arena schicken, das wäre ziemlich cool gewesen. Ey Leute, man, das sieht ja doch ein bisschen spacig aus. Sieht eigentlich ziemlich nice aus hier. Bin ich zufrieden mit meinem Skill? Ich bin zufrieden. Oh, das ist mein Lieblingsgegner. Wisst ihr wieso? Weil das war der Gegner, als ich hier gegrindet habe, den ich 1000-mal wieder besiegt habe. Und jetzt, wenn wir gegen ihn kämpfen... Ach komm, das ist doch jetzt mal scheiß Gegner, Mann. Gegner, die am Anfang einen Skill einsetzen, Mann. Solche Penner, Mann. Super. Standardgegner, die Skills haben. Genau, Mann. Genau, Mann. So. Batch. Immerhin geben die Gegner hier wirklich immer noch akzeptable Erfahrung. Ich meine, 286 ist immer noch okay. Früher haben die Gegner, nachdem ich 1-2 Level über dem war, haben sie mir dann noch zu 10 Erfahrungspunkte gegeben. Nein! Ich mache aus Versehen meinen Schwung hier, meinen Schlag hier. Den hebe ich mal auf, aber unbedingt, sollte der nächste Bossfight wieder kommen, müssen wir unbedingt die Stun-Attack machen, weil die Stun-Attack immer noch mit Abstand das Beste ist. So, hier am Ende war dann irgendwo die Falle. Glaube ich. Irgendwie sieht die Karte bei mir anders aus als bei... Ah, doch, hier. So. Da haben wir die Falle, oder? Alright, let's try here. I sent you the anti-artifact trap now. Once you get it, put your terminal against the field. Following its instruction, I touched my terminal on the ground. It seems as if the trap code is being encoded into the arena.
The installation of the trap is complete. This is a simple interruption of that will work to any equipment that servant might be using. If the servant is using something to make himself invisible, this will let us know almost immediately. Um es mal kurz zusammenzufassen, unser Plan ist jetzt erstmal herauszufinden, wie Julius Servant hier, die Unsichtbarkeit bewirkt. Und dafür stellen wir eben diese Falle, die auf alles Unterschiedliche reagieren, die zum Beispiel hier auf Items reagieren, auf Ausrüstung oder eben halt auch auf Skills. Und irgendwie werden wir das doch da herausfinden, dass wir hier, ja, dass wir hoffentlich doch irgendwie herausfinden, was sich hinter hier dem Servant verbirgt, man. Weil, wenn er unsichtbar ist, dann kann selbst unser gutes Saving nicht so viel Schaden zufügen. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, man. Während wir sonst immer die Aufgaben relativ optional waren, und ich meine, das sind übrigens ätzende Gegner, man, ich mag die nicht. Weil die habe ich so oft bekämpft und ich habe irgendwie nie kapiert, was die für Attackenmustern haben. Der greift mir nicht an. Auch geil, habe ich den doch oft genug besiegt. Sehr schön. Ich will die Karte nur kurz aufdecken. Will meine 100% Map haben. So. Während wir sonst eigentlich immer die Ziele optional waren und eigentlich nur geholfen haben, uns hier den E-Rang hier zu holen, ist es wirklich im Endeffekt aktuelle Pflichtaufgabe, dass wir diese Aufgabe erfüllen. Maxi, the area right there seems to be a good place as any. Let me send you the anti-traumatic trap. Now that put your terminal up against the field. As per Rin's instruction, I touch my terminal on the ground. So, die nächste Falle. Okay, installation complete. This trap will be set off if he's using terminal to hide himself. I have the feeling that this is the one most likely to work. Maybe. Maybe, baby. Maybe, baby. So. Und... Hey! Barriere. I've closed that way off for now and oh, super. Okay, wir können noch gar nicht weiter. Wahrscheinlich ist da hinten an der Cypher-Key. Was aber lustig ist, zum allerersten Mal schränken wir einen Gegner ein. Bis jetzt haben wir uns immer die Gegner eingeschränkt, dass wir nicht weiterkommen. Und hier zum allerersten Mal im Spiel sorgen wir dafür, dass der Gegner nicht weiterkommt. Was ich ziemlich amüsant eigentlich finde. So. Euch mag ich. Das sind coole Kämpfe gegen die Gegner, Mann. Das sind echt geile Kämpfe. Komm, leg los, Mann. Oh, außer sie setzen natürlich einen Skill ein am Anfang, Mann. Gegner, die Skills einsetzen, das sind Gegner, die auch kleinen Kindern Lolli stehlen, Mann. Obwohl, ich glaube, der kann nicht mit Lolli anfangen. Das ist übrigens, finde ich, der lustigste Gegner von Design. Das sieht aus wie so ein riesiger, schlachsiger Mann. Und das da hinten, was da so aussieht, ein bisschen wie Schwanz, könnten so Füße sein. Dass er eben so auf den Knien so rumkniet. Habe ich immer so das Gefühl. Weil ich meine, diese Webs und so, die sehen ja alle relativ langweilig aus. Aber der sieht halt einfach echt lustig aus. So, dann erkunden wir die Karte kurz zu Ende. Da müssen wir beim nächsten Mal nicht hier nochmal langlaufen. Hier ist doch ganz sicher irgendwie ein unsichtbarer Weg, oder? Oder ist hier echt Ende Gelände? Okay, es ist Ende Gelände. Na, lass mich in Ruhe. Doch, da war's. Oh. Glaubt ihr, ich hab da jetzt Bock, gegen die zu kämpfen, Mann? So. So. Sehr schlechte Kombination. Egal. Aua. Ah! Das hat mich paralysiert, Mann. Alter, ich mach das Viech jetzt fertig, oder? Alter! Verdammt nochmal, dieses Drecksviech, Mann. Deswegen hasse ich diese Gegner, Mann. So, kleine Gegner, die Break benutzen. Genau, Mann. So, und jetzt wisst ihr auch, wieso ich viele Heil-Items brauche. So, holen wir uns die Kiste. Ist das vielleicht schon... Oh, das wäre... Also, wenn das Item wäre für der Tiger, wäre das natürlich sehr geil. Listening Garment. Müssen wir uns gleich mal anschauen, was das macht. Aber schauen wir es uns doch gleich an, oder? Equip, All Stat Buffs. Das ist ein geiler Skill. Ich meine, zwar hatten wir jetzt noch nicht so viele Gegner, die jetzt echt negative Skills auf uns machen, aber es ist trotzdem ein sehr praktischer Skill. Müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten. Aber jetzt setzen wir erstmal die letzte Falle. Hey Maxi, put it right there. I'm sending the anti-spirit trap now. Put your terminal against the field. Following Rin's command, I touch my terminal onto the ground. The door of the final trap is inserted into the field. Gar nicht auffällig, Mann. This trap has a way of disturbing the spirit as it flows along our person's meridian lines.
Anything that requires advanced martial arts techniques of serious concentration will set it off. Ich glaube, das wird die Falle sein, die reagieren wird. However, don't get your hopes up. I doubt that anything will happen. Really, it's impossible to become invisible without an item of thermocry. Oh, well, whatever. Alright, mission complete. It isn't really all that much, but it should give us some sort of clue. In this war, invisibility is invincibility. Being invisible gives him an advantage. Okay, I guess all I can do now is wait for tomorrow. Bye. It looks like the way to the next trigger is blocked. I should just head back now. Or maybe I should stick around here, get some more training in. Na, wir sind genügend trainiert, Mann. Finde ich ja ziemlich lustig. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre die Falle, die am meisten reagiert. Aber wie immer macht Rin meine Hoffnung kaputt, Mann. So. Jetzt muss ich mir mal was anderes wünschen. Frage. Liebe Rin, das hättest du mir eigentlich beantworten können. Was ich mir gerade überlege, wenn wir in Wahrheit nur noch aus Daten bestehen und gar nicht mehr richtig existieren, gibt es nicht die Möglichkeit, dass der Heilige Gral uns den Wunsch erfüllt, dass wir in Wahrheit wieder einen menschlichen Körper halten. Ist ja nur so ein Gedanke. Wäre doch eine interessante These, wenn wir sagen, hey, wir wünschen uns vom Heiligen Gral, dass wir einen Körper wieder bekommen. Ich nehme. Und ja, komm, wir und Saber, wir kommen wieder zum Leben, Mann. Das wäre doch eine krasse Sache, Mann. Aber nee, wir haben uns ja schon entschlossen, den Heiligen Gral, Krieg um den Heiligen Gral zu beenden. Und dann leben wir in unserer digitalen Welt, Mann. Mit Saber. Wen gab's noch? Oh, Tütulane will ich auch einen, Mann. Also hier, Rins Lancer, den will ich, der soll auch kommen und dann leben wir hier Ewigkeit hier drum. Kein Problem, Mann. So, jetzt würde ich aber sagen, verlassen wir die Arena erstmal wieder. Wir haben, wie gesagt, alles wichtig erfüllt. Leveln müssen wir hier nicht, weil Gegner geben mir immer so gute Erfahrung. Cypher-Key können wir uns nicht holen, Trigger können wir uns nicht holen, bisher ätzend. Ich mag das nicht, wenn die Arena abgeschlossen ist. Aber, nun gut. Gegen euch kämpfe ich aber immer gerne. Selbst wenn ihr jetzt mit dem Skill einsetzt. Komm, wir müssen nämlich was machen. Und zwar will ich jetzt mal hier, wo habe ich denn? Thundering Applaus. 60 kostet es. Boah. Inflict Stun und dann nämlich when using Guard. When using Guard machen wir den da. Und dann so. Und dann bum bum bum. Ich will einfach mal schauen, was so passiert, Mann. Fabulous Applaus. Alter! Ja, genau, Mann. Ich weiß nicht, was da passiert ist, wieso uns Saber diese Fähigkeit gegeben hat. Aber verdammt nochmal! 2000 Schaden! Normalerweise macht ein Skill vielleicht so 600, 700, wenn es hochkommt 1000. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Saber liebe, Mann. Ich glaube öfter schon. Aber es ist halt einfach so. Sie ist ja so überpowered, Mann. Okay, Leute. Dann haben wir definitiv eine coole Skill. Ich weiß nicht, wieso wir den erhalten haben. Einfach, weil wir cool sind? Ich weiß es nicht. Hauptsache Saber hat den Skill, Mann. Und ich würde sagen, ich bin happy. Wir haben 51% des Dungeons immer schon mal erkundet. Level 28 ist das geforderte. Wir sind Level 30. Das ist immer sehr gut. Und ich würde sagen, morgen schauen wir dann, wie unsere Fallen so reagieren auf den guten Julius. Doch jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Fate Extra. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.